Welcome to our new report on the cultural shifts and trending phenomena we're seeing around the world and in Germany. To hear more about it, I'm going to turn it over to our expert in Germany. Danke. Sina? Danke, Kevin. Hallo, mein Name ist Sina Stieding und ich bin Culture and Trends Managerin für Deutschland. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Während wir uns durch die Show bewegen, werden Sie bemerken, dass einige Optionen erscheinen. Himmlisch. Wählen Sie diese einfach aus, um Inhalte in Ihrer Playlist zu speichern, die Sie am Ende der Show erkunden und teilen können. Ich lerne täglich mit dem Blick auf die Trends, wie sich die deutsche Kultur verändert. Auch auf YouTube werden viele Aspekte des New Normal die Pandemie überleben. CreatorInnen wurde im vergangenen Jahr nicht langweilig. Das Miniaturwunderland nutzte seine Schließung zum Knacken von Weltrekorden. Das längste von einem Zug gespielte Musikstück. Das Video dazu ging um die Welt. Touché, Miniaturwunderland, der nächste Trip ist geplant. Zu einem der aufstrebendsten Kanäle des Jahres wurde dieser hier. Und schaut mal, was es hier gibt. Martina Merz brachte ihrem Publikum bei, wie man im Wald Essbares findet. Ich bin's, Memo mit 5 O's. Und Kaffeebesitzer Memo knackte nach nur einer Woche 230.000 Abonnenten. Ab geht's. Nachdem er seinen Café Corona-bedingt schließen musste, aber seinen Kanal eröffnen konnte. Ist wie mein Wohnzimmer. Diese Beispiele haben eins gemeinsam. Sie haben die Pause zu einer Chance gemacht, auf YouTube etwas Neues zu probieren. Dabei haben sie ein neues Publikum gefunden. Dieses findet sich auch in zahlreichen Live-Events. Okay, Freunde, der Livestream geht in 5 Minuten los. Im Livestream erwarb Papa Platte seine neue 65.000 € schwere Pokémon-Karte. Den Moment, an dem sein ersteigertes Booster ausgepackt wurde, konnte jeder miterleben. Oh mein Gott. Und seine Reaktion auch. Ein weiterer Trend übertrifft sich ständig selbst, die Jerusalemer Dance Challenge. Es begann als Social-Distance-Tanz, wurde aber schnell mehr. Mit steigenden Infektionszahlen stiegen auch die neuen Challenges. Zahlreiche Krankenhäuser nutzten den Tanz, um ihre Mitmenschen aufzufordern, daheim zu bleiben. Besonders im Dezember ersetzte die Challenge vielerorts die Weihnachtsfeier. Die Challenge wurde so zu einem Moment des Zusammenhalts. Auch Marken machten mit, um vor allem für sich selbst zu werben. Gegen Frühjahr dann ersetzte die Challenge Karneval. Nachentzünfte deutschlandweit schwangen das Tanzbein. In Tirol feierte man so die Ostermesse. Ich habe mir halt schon in meinem Bullet Journal aufgeschrieben, welche Aufgaben ich alle erledigen muss. Der Alltag bestimmt Trends. Homeschooling-Vlogs fassten diese seltsame Realität für folgende Generationen zusammen und zeigten anderen, du bist nicht allein. Und zum Pauken hörten die Studierenden Lo-Fi-Music. Die lenkt nicht ab und fördert Konzentration. Auch damit hatte die YouTube-Community Spaß und machte daraus ein lokales Phänomen. Ladies and Gentlemen, die Merkel Wave. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Und im Corona-Jahr darf natürlich auch die Karl Lauterbach-Wave nicht fehlen. Und dieses Flatten the Curve oder was? Das ist übrigens kein Corona, ich habe mich nur verschluckt. Die konservative Partei in Großbritannien nutzte das Format sogar, um ihr Wahlprogramm vorzustellen. We've got to get Brexit done. Es war ein Gasthaus legendär. Vor lokalen Auslegungen von weltweiten Hits konnten sich auch die Sea Shanties nicht retten. Ein geschlossenes Restaurant nahm teil. Sandbank, Gewitter und Pest, die Flaute gibt uns bald den Rest. One day when the battle is won, we'll break quarantine and go. WissenschaftlerInnen nutzten das Shanty, um Impfstoffe zu erklären. Doch eigentlich, da kommt. Und an Karneval durfte natürlich das Karneval-Shanty nicht fehlen. Wenn Fastenabend ist, der Schluss voll von dem Janzerriss. Zuschauende werden bei dem Content immer wichtiger. Sie sind heute nicht nur passive Konsumenten, sondern oft Teilnehmende in den Videos. Aus Fanartikeln sind Gegenstände der Verbindung geworden. Capital Bra hat nach der Pizza jetzt auch einen Eistee, den Brattee. Den kann jeder kaufen und Capi damit ganz nah sein.
Als das Produkt auf den Markt kam, ging der Spaß auf YouTube erst los. Capital Bra. Das schmeckt. Ein einfaches Konzept. Jeder kann mitmachen und etwas gemeinsam ausprobieren. Bei den CreatorInnen ist der Eistee jedenfalls super angekommen. Ich sag euch einfach, dass ich mir anfänglich knapp 80 Liter Capital Bra Eistee gekauft habe. Und auch Mahlzeiten nehmen CreatorInnen jetzt gemeinsam ein und beantworten Fanfragen. Auch gute Frage, was ist dein Lieblingsessen? Donuts. Mit Jonas Ems kann man sogar Corona-konform auf ein Date gehen. Die hier ist für dich. Auch wenn solche Interaktionen natürlich kein Treffen mit den CreatorInnen ersetzt, werden die Zuschauenden hier Teil einer Interaktion. Rassismus gibt es? Teilhaben können Zuschauende außerdem beim Aktivismus, der nicht nur auf den Straßen stattfindet. Enisa Amani moderierte eine Talkrunde mit Minderheiten exklusiv auf YouTube. Dann werde ich mich ein bisschen weißer machen, damit ich in meinem Job Erfolg habe. Die Stimme gegen Ungerechtigkeit zu erheben, ist eine Eigenschaft der Deutschen, die man leicht historisch erklären kann. Auf YouTube offenbart sich dafür ein neues Zeitalter. Weinen ist absolut in Ordnung. Immer mehr CreatorInnen sprechen ungescriptet in ihre Kamera. Was ist da in mir? Ohne Schnitt und Zeitbeschränkung, um auch mal über die dunklen Tage zu sprechen. Ein Monster in mir. So, Leiblu, das ist noch ein Foto von meiner Frau. Zuschauende finden sich auf YouTube nicht nur in Schicksalen wieder, sondern auch in Dialekten und lokalen Perspektiven. Kalmos und Freds Revier waren zwei der schnellst wachsenden Kanäle des Jahres bisher. Kalmos serviert auf seinem Kanaltee im Kluntjepot, während er Op Plattdütsch von seiner Kindheit erzählt. Und Fred zeigt den Alltag auf seinem Schrottplatz im Pott. Wir sagen, tote Hose. Sympathen wie Wilfried und Fred gibt's deutschlandweit. Und hier dürfen wir sie kennenlernen. Damit die Brüder draußen wieder außen sieht. Ich schau dahin. Sogar Rap-Musik ist jetzt bayerisch. Authentische Perspektiven sind auf YouTube zu Hause. Die Pandemie hat neue Wege der Verbindung eröffnet, die uns auch in Zukunft begleiten werden. Eins ist und bleibt YouTube vor allem: ein Treffpunkt.